richtig guter Füller, das ist etwas Feines. Die Firma Waldmann in Pforzheim ist in der ganzen Welt bekannt für ihre edlen Füllfederhalter. Sie sind gebaut für Generationen, Erbstücke für die Enkel und Urenkel. Und jeder einzelne Füller wird seit Jahrzehnten mit großem Einsatz und Liebe zum Detail fertiggestellt. Darauf sind die Macher stolz. Wir sind 100% made in Germany. Das heißt, wir haben hier Qualität, wir haben Fachkräfte, die über jahrzehntelange Erfahrung verfügen und die einfach wissen, was sie tun. Den perfekten Füller herzustellen, das dauert Wochen. Und viele wirken daran mit. Die Firma Waldmann hat einige Füller im Sortiment, eigene Modelle und Auftragsproduktionen aus der ganzen Welt. Die Kunden, der Fachhandel, große Firmen oder Regierungen aus dem Ausland. Firmenchef Stefan Schnirch sitzt aktuell am Konzept für einen Edelfüller aus Messing, Silber und Gold. Er besteht aus 17 Einzelteilen. Die meisten der kleineren Teile werden aus Messing gebaut. Das gut sichtbare Gehäuse des Füllers soll aus Silber gefertigt werden und die Schreibfeder aus Gold. Ein Edelfüller ist richtig viel Arbeit. Arbeit, die es wert ist und die man spüren soll. Das Tolle generell an einem Füller ist einfach auch das Schreibgefühl. Eine Füllfeder gleitet natürlich viel angenehmer und leichter über ein Papier, vorausgesetzt es ist eine gute Feder. Und auch das Gewicht und die Balance des Schreibgerätes muss natürlich auch stimmen, dass beim Schreiben das nicht ermüdet, also die Hand ermüdet. Also hier muss die Gewichtsbalance, die Feder, es kommt auf sehr viele Einzelheiten und Details an, die man da einfach schon während der Produktion beachten muss. Sprich aber auch schon bei der Planung, bei der Konstruktion muss man darauf achten. Wenn die Konstruktion für einen Füller steht, so wie bei diesem Silberfüller mit Goldfeder, dann geht's an den Bau der Einzelteile. Das übernimmt zum Teil die Firma Waldmann, aber zum Teil auch andere Firmen, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Eine dieser anderen Firmen ist Heimerle und Meule, ebenfalls in Pforzheim. Ein Spezialist für die Verarbeitung der Edelmetalle Gold und Silber. Hier entstehen die Silberrohre, die später zum Unter- und Oberteil des Edelfüllers weiterverarbeitet werden. Eine Aufgabe für den Verfahrensmechaniker Uwe Meyer. Er macht aus kurzen und dicken Silberrohren ganz lange, schmale, perfekt für den späteren Füller. Wie er das macht? Mit verschiedenen sogenannten Ziehsteinen und ganz viel Öl an einer Spezialmaschine. Das ist eine Ziehbank und die Backe greife vorne die Spindel und ziehe das dann durch. Durch das Ziehen wird das Rohr länger und schmaler. Der Vorgang wiederholt sich immer wieder, immer nach dem gleichen Prinzip. Wir machen da Öl in das Rohr rein, dann nehmen wir das auf die Spindel drauf und dann ziehen wir das durch den Ziehstein durch. Dann wird es länger. Dann kommt der nächste Ziehstein, kommt wieder Öl drauf und wird wieder durchgezogen. Und dann wird es immer länger. Insgesamt wird das Silberrohr 30 bis 40 Mal durch immer kleinere Ziehsteine gezogen. Das Silberrohr wird auf diese Weise immer weiter gestreckt. Mit dem Edelmetall Silber kein Problem. Silber ist leicht zum Ziehen, leichter wie Gold. Weil es einfach weicher ist, hat eine andere Härte und dann ist es richtig gut zum Ziehen. Am Ende ist das Silberrohr 0,3 mm dick und 2,5 Meter lang. 10-mal so lang wie ursprünglich. Zurück bei der Firma Waldmann. Hier werden die Silberrohre weiterverarbeitet. Konkret, sie werden klein gesägt, in 2 Größen. In das spätere Unterteil, also den hinteren Bereich des Füllers, und in das Oberteil, das zur Kappe des Füllers wird.
Beide Teile zusammen ergeben das, laienhaft ausgedrückt, Gehäuse des Füllers. Eigentlich könnte diese Arbeit auch maschinell erledigt werden, trotzdem wird bei Waldmann für das Absägen ganz bewusst Handarbeit bevorzugt. Hier wird von Hand gesägt, weil das Silber ja so empfindlich ist und wir eine Beschädigung jetzt schon vermeiden müssen, um einen Ausschuss zu vermeiden, weil das Rohr sauber gesägt sein muss für die weiteren Verarbeitungsschritte. Die Vorbereitungen für den nächsten Arbeitsschritt, nach dem Absägen. Dafür müssen die Silberrohre als erstes akkurat nebeneinander gelegt werden, bevor es gleich heiß wird. Das Silberrohr muss jetzt erhitzt werden, circa bei 500 bis 600 Grad, damit das Material weich gemacht wird für den nachfolgenden Arbeitsgang. Und dafür müssen die Hülsen dann aber auch sehr gleichmäßig positioniert werden, damit die Hitze des Brenners gleichmäßig über die Silberrohre verteilt wird. Und dabei muss man aber auch darauf achten, und da wird Fingerspitzengefühl und auch Erfahrung gefordert, dass das Material nicht zu stark erhitzt wird, damit es nicht verbrennt. Der Vorgang dauert mehrere Minuten. Erhitzt und danach bearbeitet werden sowohl das Unter- als auch das Oberteil des späteren Füllers. Vom Erhitzen geht es weiter an diese Maschine. Was hier gemacht wird, nennt man Kaltumformung, auch Kaltknetung genannt. Die Kaltumformung ist ein Arbeitsprozess, wo wir jetzt den Hülsen eine Form geben für das spätere Schreibgerät, das, was wir später sehen. Im Prinzip ist es jetzt wie eine Kuchenform und die Hülse wird in dieser Maschine in diese Kuchenform hineingetrieben und dabei verformt. Die Silberhülse wird aufgesteckt, wird langsam über das Rad eingeführt in die Form. Dort findet dann die Verformung statt. Das heißt, dieser Arbeitsschritt, der im Inneren der Maschine passiert, entscheidet darüber, wie die Füller-Ober- und Unterteile später aussehen, also welches Design sie bekommen. Gleichzeitig wird das weiche Edelmetall Silber gehärtet, weil das Material etwas dichter zusammengepresst wird. Ein aufwendiger Prozess. Aber wie konkret verändern sich die sehr gleichmäßig zylindrisch aussehenden Unter- und Oberteile durch das Kaltumformen eigentlich? Vor dem Einführen haben wir ja das gesägte Rohr, das erhitzte Silberrohr oder die Silberhülse. Das Ganze ist zylindrisch und nach der Umformung, nach der Kaltknetung, haben wir einen konisch zulaufenden Verlauf der Hülse, im Prinzip wie eine zulaufende Straße. Wenn man so in die Ferne blickt, so der Verlauf der Form für das Schreibgerät. Mit anderen Worten, nach der Umformung ist das eine Ende der Unter- und Oberteile etwas schmaler als das andere. Aber wenn man es genau nimmt, sieht man die Veränderung mit bloßem Auge kaum. Der nächste Arbeitsschritt. Es geht immer noch um die Füller-Unterteile und um die Kappen, also die Oberteile der Füller. Die müssen jetzt alle durch diese Maschine. Vorbei an einem Schleifband. Also bei dem Arbeitsprozess hier werden die Silberhülsen angeschliffen, das heißt, die werden aufgeraut. Das führt dazu, dass für den späteren Lackierprozess die Grundlage geschaffen ist, dass der Lack haftet. Der Lackierprozess, das ist wiederum ein Arbeitsschritt, der nicht direkt bei Waldmann stattfindet, sondern wieder bei einer anderen Firma. Und dafür werden die Füller, Ober- und Unterteile nach dem Anrauen reisefertig gemacht. Von Pforzheim nach Kuhnewalde in Sachsen zur Firma Color Parts. In regelmäßigen Abständen kommen hier die Füllerunterteile und Füllerkappen der Firma Waldmann zum Lackieren an.
Vor dem Lackieren müssen die Silberteile aber erst noch gereinigt werden. Und die Reinigungsprozedur ist richtig aufwendig. Alle Teile müssen astrein sauber sein. Und das wird permanent kontrolliert, auch vom Firmenchef Mike Jeremies. Waschen ist das Wichtigste eigentlich für uns Lackierer. Die Sauberkeit der Teile ist Grundvoraussetzung für Haftung, für Optik, für alles, dass das Lack auf dem komplizierten Untergrund hält. Im Groben zusammengefasst kann man eigentlich sagen, sind es 3 Stufen. Wir haben mehrere Waschbäder, wir haben Spülbäder und wir haben Öfen. Die Spülbäder selber sind nochmal untergliedert in unterschiedliche Reinheitsstufen von normalem Wasser bis zu destilliertem Wasser. Dann kommen die Füllerunterteile und Füllerkappen zur Lackierstraße. Dort werden sie nacheinander aufgesteckt. Dafür muss zwischen den Hunderten von Kappen und Füllerunterteilen immer genug Platz sein, damit die Lackierpistolen alle Einzelteile gleichmäßig besprühen können. Eigentlich ist es ein ganz einfaches Prinzip. Wir stecken die Teile auf Spindeln, diese rotieren. Ein Roboter bewegt vertikal Spritzpistolen von unten nach oben und lackiert auf diesem Weg die Teile ab. So einfach ist das. Je nachdem, wie hoch die Schichtige sein soll, verwenden wir natürlich 1, 2, 3 oder 4 oder 5 Pistolen. Bei den Waldmann-Füllern sind natürlich alle 5 Lackierpistolen im Einsatz. Und das gleich zweimal, sodass jedes Füllerteil 10-mal lackiert wird. Für einen edlen Füller ein absolutes Muss. Schließlich soll er lange halten. Wenn man ein Gerät oft in der Hand hält, wir an der Hand sondern chemische Stoffe ab, Säuren ab, die wiederum wirken auf den Lack. Und natürlich, je dicker lackiert ist, umso länger hält der Lack diese Substanzen, die im Handschweiß enthalten sind, aus. Wir müssen davon ausgehen, dass ein hochwertiges Schreibgerät ein Leben lang halten soll. Ein Leben lang, vielleicht auch noch länger hinaus, Kinder, Enkel, was auch immer. Während ein einfaches Schreibgerät benutzt wird und gelegentlich auch nach einem Jahr den Weg in die Mülltonne findet. Nach dem Lackieren sind die Unterteile und Kappen fast fertig. Bevor sie zurück nach Pforzheim geschickt werden, müssen sie nur noch zum Einbrennen und Trocknen für mehrere Stunden in den Ofen. Von Kuhnewalde zurück in die Nähe von Pforzheim. Und zwar zur Firma BBZ. Dort werden 7 kleinere, aber trotzdem sehr wichtige Bauteile des Füllers hergestellt. Unter Aufsicht des Zerspannungsmechanikers Arthur Deissner. Konkret geht es um die Dichtung, die Kopfbuchse, die Klippschraube, die Gewindebuchse, das Griffstück, den Schaftboden, die Klippbuchse und den Kopf. Die Herstellung erfolgt an großen Maschinen und ist ziemlich aufwendig. Alle 7 Teile muss man separat einstellen, einrichten und immer wieder von vorne anfangen. Die ganzen Abläufe. Weil die Teile, die sehen ja verschieden aus, da muss man verschiedene Werkzeuge einbauen und wieder neu vermessen. Also wir müssen jedes Mal neu anfangen. Für jedes Teil gibt es ein eigenes Programm, wo dann im PC hinterlegt wird. Und wenn das Teil dann wieder kommt, wird es neu aufgerufen und wieder neu eingerichtet. 6 der 7 Füllerteile werden aus Messing erstellt, das 7. aus Kunststoff. Diese Maschine ist aktuell auf die Herstellung des Griffstücks eingestellt. Eine Aufgabe, die Firmenchef Bernd Braun auch schon mal selbst überwacht. Für das Griffstück werden lange Messingstangen in kleine Stückchen geteilt und entsprechend maschinell bearbeitet. Zerspannung heißt dieser Vorgang. Die Maschine ist ein computergesteuerter Drehautomat. Hier werden 3 Meter Stangen in das Lademagazin eingeführt. Die Maschine läuft vollautomatisch
Das bedeutet, der Computer bringt die Impulse für die Bewegung an die Maschine. Messing besteht aus Kupfer und Zink, eine Metallkombination, die sich verhältnismäßig leicht bearbeiten lässt. Nach einer knappen Minute ist das Griffstück fertig. Nach der Herstellung werden die 7 Füllerteile kontrolliert, stichprobenartig. Der Grund: auch wenn alles automatisch läuft, es können trotzdem Fehler passieren. Es kann sein, dass durch gewisse Wärmeeinflüsse oder durch Verschleiß am Werkzeug sich Maße verändern. Und dann müssen wir sie korrigieren. Es geht um Hundertstel Millimeter. Wenn ein Maß außerhalb der Toleranz ist, haben wir das Problem nachher an der Montage, dass die Teile nicht mehr zueinander passen. Um das zu vermeiden, werden die Teile permanent geprüft. Und deswegen wird sehr genau unter 50-facher Vergrößerung nachgeschaut, ob wirklich alles in Ordnung ist. Schließlich sollen die Edelfüller später bis ins kleinste Detail tipptopp sein. Bei Schreibgeräten ist es sehr wichtig, dass man sehr gute Oberfläche hat. Weil nachher der Kunde diese Teile in der Hand hat und es sieht, ob diese Teile eine sehr gute Oberfläche hat oder nicht. Zurück bei der Firma Waldmann in Pforzheim. Die Firmen arbeiten Hand in Hand. Die gerade erst bei BBZ hergestellten Messingteile werden hier mit einer Poliermaschine bearbeitet. Auch das wird sehr exakt gemacht. Alles muss schließlich stimmen. Nach dem Polieren wieder mal Kontrolle. Und einer der Kontrolleure ist Firmenchef Stefan Schnirch. Kaum zu glauben, dass es bei einem so aufwendig hergestellten Produkt jetzt noch was zu meckern gibt. Also die polierten Drehteile, die müssen wir auf jeden Fall anschauen, weil es gibt was zu beanstanden. Es kann auch beim Polieren noch Material, also das Metall aus der Oberfläche herausgerissen werden. Ein bisschen übertrieben, es sind dann kleine wie Kratzer, aber sichtbar. Und das darf nicht sein und deswegen auch hier nochmals eine Kontrolle. Immerhin, Ausschuss gibt's wenig. Von Pforzheim nach Heidelberg zur Firma Bock. Dort entsteht die Schreibfeder für den Füller und die ist aus Gold. Das Gold für die Feder wird immer erst am Produktionstag geliefert. Klar, keiner will sowas Wertvolles lange im Haus haben. Der erste Schritt zur späteren Feder: das Goldband wird gewalzt. Gewalzt heißt, es wird verdichtet. Die Bänder werden mit einer Dicke angeliefert von 0,45 mm. Wir walzen uns hier die Bänder auf etwa die Hälfte der Dicke. Die Bänder werden dadurch länger und das Material wird verdichtet und durch das Verdichten wird das Material federhart. Und federhart bedeutet, dass das Gold nach dem Walzen in einer Art und Weise verfestigt ist, dass dadurch die elastischen Eigenschaften der Feder entstehen. Allerdings ist das Material nicht an allen Stellen gleich dick. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter beim Walzen die Dicke messen müssen. Firmenchef Wolfgang Bock ist bei diesem Arbeitsschritt gerne dabei. Dass alles klappt, ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Da kann einiges schiefgehen. Die können zu dick gewalzt sein oder zu dünn gewalzt sein. Zu dick gewalzt lassen sie sich nicht montieren. Zu dünn können sie gegebenenfalls aus dem Füllhalter herausfallen. Aus dem optimal gewalzten Goldband werden dann in der nächsten Maschine die Federn ausgestanzt. Jetzt erkennt man sie zum ersten Mal. Danach kommt ein Loch in die Feder.
ziemlich genau in der Mitte. Das Loch ist die Begrenzung für den Schlitz, der später eingeschliffen wird. Bevor aber besagter Schlitz, der in der Mitte jeder Feder sitzt, eingeschliffen wird, kommen noch einige andere Arbeitsschritte. Wieder an einer anderen Maschine. Jetzt wird das Firmenlogo eingeprägt. Ein absolutes Muss für jeden echten Waldmann-Edelfüller. Eine Firma, die seit 100 Jahren für hochwertige Schreibgeräte steht. Noch ist die Feder ganz flach, so passt sie auf keinen Füller. Das ändert sich im nächsten Arbeitsschritt mit Hilfe eines Biegewerkzeugs und einer hydraulischen Presse. Die Feder vorher und nachher. Jetzt kann man sich schon recht gut vorstellen, wie sie später aussehen wird. Hier wird die Feder in ihre endgültige Form gebracht. Das heißt, sie wird rund gebogen, damit sie später auf den Tintenleiter und dann in den Füllhalter montiert werden kann. Die gebogenen Federn schmiegen sich dann später perfekt an die restlichen Bestandteile des Füllers an. Aber damit ist die Federproduktion noch längst nicht fertig. Jetzt kommt nämlich der sogenannte Iridiumpunkt ganz vorne auf die Spitze der Goldfeder. Das Iridium ist ein sehr hartes Edelmetall und wird auf die Federspitze aufgeschweißt. Würden wir das nicht aufschweißen und würden sie direkt auf dem Gold schreiben, wäre die Federspitze in Kürze abgeschliffen. Weil Papier, wenn Sie Papier unter Mikroskop anschauen, hat es die Struktur wie Schmirgelpapier. Das heißt, das Gold würde ziemlich bald abgeschrieben werden. Deswegen wird eben diese sehr harte Kugel aufgeschweißt. Danach wird die Feder geschlitzt. Der Schlitz ist begrenzt durch das vorhin ausgestanzte kleine Loch. Dieser schmale Schlitz trägt später mit dazu bei, dass die Tinte aus der Tintenpatrone angesaugt wird. Mit anderen Worten, ohne den Schlitz würde der Füller nicht schreiben. Dann ist die Feder aber immer noch nicht fertig. Jetzt wird sie von allen Seiten in sogenannten Gleitschleifanlagen zunächst abgerundet und dann poliert. In bis zu 6 verschiedenen Arbeitsgängen mit kleinen Steinchen oder mit Granulat, bis zum sehr feinen Schliff. Ein paar Tage später. Die Federn sind jetzt bei der Firma Waldmann in Pforzheim. Die Goldfeder gehört zu den edelsten Bestandteilen des Füllers. Klar, dass der Chef ein besonderes Augenmerk auch hierauf hat. Eine gute Feder, und jetzt hier reden wir von einer guten Goldfeder, da kommt es darauf an, dass die natürlich weich schreibt, dass man ein sehr angenehmes Schreibgefühl hat. Und da spielt natürlich auch die Schlitzbreite, die eingesägt wird. Der Iridiumpunkt spielt eine Rolle. Und es sind so Dinge, die wir halt einfach versuchen, hier nochmals zu kontrollieren. Aber es gibt noch mehr Einzelteile für den Edelfüller. Dieses 4,8 cm lange und 0,37 cm breite Teil besteht aus Messing und wird Stück für Stück abgesägt. Konkret geht es um die Klipse oben am Füller. Nach dem Absägen wird das überstehende Material abgezwackt. Danach ist der Clip allerdings immer noch ziemlich scharfkantig. Damit das nicht so bleibt, kommen alle Klipse zur Firma Lösch in Pforzheim. Hier werden sie mit Hilfe eines in dieser Maschine eingebauten Diamanten genau auf das gewünschte Maß gefräst und auf Hochglanz geschliffen. Dieser Vorgang heißt Diamantieren.
Der Diamant wird verwendet, damit man eine Hochglanzfläche erreicht beim Fräsen. Sie könnten natürlich die Teile genauso mit einem Hartmetallfräser bearbeiten, gar keine Frage, nur Sie bekommen dann keine Hochglanzfläche. Die bekommen Sie nur mit dem Diamant. Firmenchef Jürgen Glauner muss jeden Clip außen und auf den beiden Seiten diamantieren. Richtig viel Handarbeit für einen Füllerclip. Zurück bei der Firma Waldmann. Die Clipse sind jetzt diamantiert, aber noch lange nicht fertig. Jetzt bekommen sie nämlich alle ein kleines Loch oben in der Mitte. Dieses Loch ist wichtig für die spätere Montage. Danach kommen die Clipse in diese Maschine, die Poliermaschine. Dabei sind sie doch gerade erst diamantiert, also geschliffen worden. Stellt sich die Frage, ob das nicht alles ein bisschen viel Aufwand ist für einen schnöden Füllerclip. Es ist nicht nur ein Clip, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem Schreibgerät. Man benötigt diesen ja auch zum Einstecken in eine Tasche oder in ein Etui. Es ist ein sehr prägnantes, sichtbares Teil. Die Oberfläche ist bei uns hochglänzend. Das heißt, wir müssen vermeiden, dass irgendwelche Kratzspuren oder Dellen sich darauf befinden, bevor wir in den nächsten Bearbeitungsprozess gehen. Und für diesen nächsten Bearbeitungsschritt müssen die Clipse wieder zu einer anderen Firma. Und zwar zusammen mit dem Kopf der Clipbuchse, der Gewindebuchse, dem Griffstück und dem Schaftboden. Kurz gesagt, zur Firma Meco in Pforzheim kommen jetzt alle Messingteile des Füllers und werden dort jedes für sich einzeln auf ein Gestell aufgehängt und dann galvanisch bearbeitet. Unter Galvanisieren versteht man ein elektrolytischer Prozess, wo andere Metalle auf Metalle abgeschieden werden. Das bedeutet zum Beispiel, wie jetzt bei den Schreibgerätenteile, die sind aus Messing, die kann man jetzt veredeln, mit vergolden, versilbern und durch das ändert sich dann die Farbe. Zum einen dient es als guter Korrosionsschutz, weil Messing würde relativ schnell anlaufen und aus diesem Grund heben die Teile wesentlich länger. Und zum anderen einfach, weil es halt von der Optik her schöner aussieht. Andreas Kohlen wird die Messingteile des Edelfüllers jetzt gleich vernickeln. Konkret bedeutet das, dass sie silbrig-weiß werden. Bevor es aber soweit ist, müssen alle Teile in verschiedenen Arbeitsschritten gereinigt werden. Das hier ist ein Ultraschallreinigungsbecken, um Fette, Öle, irgendwelche Rückstände auf den Teile zu entfernen. Im Prinzip kann man das einfach vergleichen wie Waschpulver. Es ist ganz wichtig, dass keine Schmutzpartikel mehr auf den Messingteilen anhaften. Dann ist es soweit. Alle Messingteile des Füllers werden jetzt galvanisiert. Dafür wird das Gestell für 20 Minuten in dieses elektrolytische Bad gehängt, markant durch seine grüne Farbe. Die Farbe kommt eigentlich von den Nickelsalzen her. In dem Bad ist Nickelchlorid, Nickelsulfat drin und diese Salze sind in der Natur grün und aus dem Grund hat das Bad eigentlich die grüne Farbe. Was folgt, ist ein rein chemischer Vorgang. Durch das Nickelsulfat und Nickelchloridbad wird Strom geleitet. Am Pluspol befinden sich reine Nickelmetallstückchen, am Minuspol hängt das Gestell mit den Einzelteilen des Füllers. Der Strom bewirkt nun, dass die Nickelstückchen durch das Bad geleitet werden und sich gleichmäßig an den einzelnen Füllerteilen anheften und diese weiß-silbrig beschichten. Aber die Messingteile des Füllers sind nicht die einzigen Teile, die eine andere Farbe bekommen. Auch die Goldfeder wird galvanisiert. Aber nur ein kleiner Bereich. Das Gold soll man ja schließlich sehen. Anders als bei den Messingteilen wird das von Hand gemacht. Jede Feder einzeln. Auch hier ist wieder ein Stromkreislauf nötig. Es ist der gleiche chemische Prozess wie bei den Messingteilen mit dem gleichen Effekt.
Allerdings wird für das Galvanisieren der Goldfeder nicht Nickel, sondern das Edelmetall Rhodium verwendet. Der blaue Anstrich dient dabei als Schutzschicht, die später wieder abgefischt wird. Sie soll verhindern, dass Teile der zur Galvanisierung verwendeten Lösung versehentlich auch andere Bereiche der Feder verfärben. Wenn die Feder dann fertig galvanisiert ist, hat sie im Inneren eine kleine silbrig-weiß glitzernde Umrandung. Nach der Galvanisierung gehen die Füllerklipse zur Firma Eberle und Bittersmann, ebenfalls in Pforzheim, also wieder eine andere Firma. Dennis Eberle und sein Partner haben sich auf das Gravieren per Laser spezialisiert. Auf die Klipse soll nun das Firmenlogo gelasert werden. Auch hier ist wieder Präzisionsarbeit gefragt. Ein kleiner Fehler bei der Einstellung und die ganze Mühe war umsonst. Das Logo stellt übrigens 3 Schwarzwaldtannen dar, Symbol für die Heimat des Füllers. Und am Ende wird wieder jeder einzelne Füllerclip kontrolliert. In der Lupe schaue ich mir das Ganze noch einmal an, um eben sicherzustellen, dass die Qualität der Laserung stimmt, die Gravurposition und eben auch die Helligkeit der Laserung so zum Vorschein kommt, wie der Kunde sich das Ganze vorstellt. Nach dem Lasern kommen die Füllerklipse zusammen mit allen anderen galvanisierten Füllerbestandteilen zurück zur Firma Waldmann. Das Erste, was dort gemacht wird? Richtig. Jedes Teil wird genauestens begutachtet. Schließlich soll bei einem edlen Füller alles perfekt sein. Nach dem Galvanisieren müssen wir die Bauteile nochmals anschauen, weil auch beim galvanischen Prozess Fehler passieren können. Das heißt, die galvanisierten Teile können matt sein, es fehlt die Brillanz, der Glanz, oder es können Wasserränder entstanden sein, die sichtbar sind. Und das sind alles Dinge, die nicht sein dürfen, und dann wird eben aussortiert. Weiter geht die Füllerproduktion, jetzt bei der Firma Vollmer in Straubenhardt bei Pforzheim. Hier wird eine kleine Feder hergestellt, die an dieser Stelle unter dem Clip sitzt und dafür sorgt, dass der Clip beweglich ist. Für die Feder wird ein dünner Draht ganz fein gewunden. Und dann abgezwackt, fast im Sekundentakt. Seit 100 Jahren stellt die Firma von Marco Schlegel die unterschiedlichsten Arten von Federn her. Und obwohl sie kaum sichtbar sind, jede Feder ist wichtig. Von der kleinen Feder spricht keiner. Man muss sich halt bedenken, wo man überall Federn heutzutage verwenden tut. In jedem kleinen Taster, in jedem Schalter ist irgendeine Art Feder verbaut. Ob sie so aussieht oder ob es nur ein flaches Bandstück ist. Aber man weiß, eigentlich ohne diese Feder funktioniert es nicht. Und deswegen sind wir stolz drauf, auch ein Bauteil herzustellen, an das eigentlich in erster Linie gar keiner denkt. Wenn die Federn fertig sind, kommen sie in den Ofen. Das ist wichtig, weil durch das Biegen im inneren Gefüge des Drahtes Spannung aufgebaut wird. Erst durch das Erhitzen im Ofen wird der Draht wieder entspannt. Er erhält seine endgültige Kraft und Härte. Während die Federn im Ofen sind, wird bei der Firma Waldmann derweil weiter am perfekten Füller gefräst. Mittlerweile sind die lackierten Ober- und Unterteile, also das Gehäuse des Füllers, von der Firma Color Parts eingetroffen. Sie werden jetzt weiter bearbeitet. Dafür wird als erstes der überstehende Lackwulst abgetrennt. Die Silberunterteile und Kappen werden so auf ihre endgültige Länge gebracht.
Was jetzt kommt, ist reine Handarbeit in Perfektion. Jede einzelne Füllerkappe wird mit Hilfe eines sogenannten Stichels graviert. Eine Arbeit für Martin Reiling, ein gefragter Spezialist. Er macht eine Arbeit, die nur wenige können. Die eigentliche Schwierigkeit liegt jetzt hier speziell bei der Rundung. Ne? Ich bin ja Flachgraveur, der Stich ist immer flach, aber hier ist eine Rundung vorhanden. Ne? Ich muss da die Rundung berücksichtigen. Das ist also hier das Wesentliche. Von allen Seiten gleichmäßig arbeiten, bei einer runden Füllerkappe und das ganz ohne auszurutschen. Wie schafft man das? Die Rundung, das bringt nur die Erfahrung. Das Ausfüllen dieser Rundung, dieses Schnörkels, ne? Dass er dekorativ wirkt. Das ist also das Handwerk von eines Graveurs, ne? Den es heute noch selten gibt. Ne? Hinter der Gravur für diesen besonderen Edelfüller steckt ein ganz bestimmtes Muster. Das hat Martin Reiling im Kopf. Eine Vorlage braucht er also nicht. Das ist ja ein Muster aus der Barockzeit, die Wiener Gravur, die aus dem 18. Jahrhundert. Und es kommt ja aus dem Böhmischen. Da wurde es hauptsächlich verwendet. In jeder Kirche oder jedem Schloss ist ja quasi das Muster. Und hier ist es natürlich abgewandelt speziell auf diese Hülse. Ja. Auch wenn das Muster prinzipiell immer das gleiche ist, so ist doch keine Füllerkappe wie die andere. Alle unterscheiden sich leicht voneinander. Die Handgravur macht im Gegensatz zur Fertigung an der Maschine jede Füllerkappe zum Unikat. Nach dem Gravieren landen die Fülleroberteile dann bei Firmenchef Stefan Schnirch auf dem Schreibtisch. Die fertige Kappe ist neben der Goldfeder das edelste Teilstück dieses Füllers. Wir machen das deswegen so, weil wir was Besonderes möchten und Handarbeit ist etwas Besonderes und eine Handgravur sowieso. Das Besondere daran ist, dass beim Abtragen des Lacks und des freigelegten Silbers das Silber seine Brillanz hat, seinen Glanz und keinen matten Effekt. Und das hebt das Ganze natürlich und macht es auch dann, oder es wertet das Ganze auf. Und wenn man bedenkt, dass es vielleicht in Deutschland noch 2 oder 3 Handgraveure gibt, die das überhaupt durchführen können, dann muss ich sagen, das ist der Grund, warum wir das dann auch machen und auf unseren Schreibgeräten einfach aufbringen. Wenn die Kappen dann für gut befunden wurden, werden sie nach der Kontrolle noch gestempelt. Jede Kappe bekommt das Zeichen 925 eingeprägt, eine Zahl, die dem Chef sehr wichtig ist. Die Zahl 925 oder 925 steht für den Silbergehalt in den Schreibgeräten. Also die Rohre, die wir verwenden, haben 925 Anteile von 1000 reines, pures Silber. Und das muss man dann auch angeben durch diesen Stempel, die 925, damit der Endverbraucher auch weiß, was für ein Silber das er da kauft. Dann sind die gravierten und gestempelten Kappen fertig. Allerdings die Unterteile der Füller noch nicht. Die müssen nochmal poliert werden. Jetzt nach dem Lackieren und nach dem Abtrennen der überstehenden Lackreste bekommen sie ihren endgültigen Glanz. Zur gleichen Zeit in Heidelberg bei der Firma Bock, also bei dem Unternehmen, das die Schreibfedern hergestellt hat. Nachdem die Federn in Pforzheim galvanisiert, also veredelt wurden, kommen sie wieder zurück nach Heidelberg. Dort werden sie auf dem sogenannten Tintenleiter montiert. Der Tintenleiter wird ebenfalls bei der Firma Bock produziert. Wie? Das dürfen wir nicht zeigen. Das ist ein Betriebsgeheimnis, das Wolfgang Bock und seine Mitarbeiter gut hüten.
Der Tintenleiter ist ein ganz kompliziertes Teil. Es besteht aus einem Kunststoffteil mit mehreren Kanälen. Über diese Kanäle wird die Tinte zur Spitze, zur Federspitze geführt, aber auch gleichzeitig Luft in die Patrone geleitet. Und dieses System muss ganz genau aufeinander abgestimmt sein, sonst kommt keine Tinte an die Federspitze. Und wenn der Tintenleiter richtig sitzt, kommt die Schreibprobe. Sieht gut aus. Danach werden die Federn erneut zurück nach Pforzheim geschickt. Jetzt sind alle 17 Einzelteile fertig. Von der Feder, dem Tintenleiter, der Kappe, dem Unterteil, der Clipbuchse, der Clipschraube, der Gewindebuchse, dem Griffstück, dem Schaftboden, der Clipfeder, dem Clip und so weiter. Das alles muss jetzt zu einem Gesamtkunstwerk zusammengeführt werden. An 1, 2 Stellen muss nochmal der Kleber ran. Wenn jetzt gleich der Füller zusammengebaut wird, kann eigentlich nichts mehr passieren, oder? Es kann hier durchaus noch Überraschungen geben, dass gewisse Teile doch nicht passen, ja, Maßgenauigkeiten da nicht da sind, durchs Lackieren oder durch die galvanische Beschichtung. Oder vielleicht auch noch bei der Montage man nicht vorsichtig genug war und noch ein Teil beschädigt. Dann muss man das sofort aussortieren, damit wir das Endprodukt doch dann 100% zusammen haben. Aber dass irgendetwas am Ende tatsächlich nicht passt, das ist die absolute Ausnahme. Exakt 1 Minute und 5 Sekunden dauert der Zusammenbau unseres Füllers. Eines Gerätes, an dem zuvor über Wochen gearbeitet wurde. Wer will, kann ja mal mitstoppen. Und fertig ist der edle Füller. Obwohl noch nicht ganz. Nach dem Zusammenbau folgt die Endkontrolle. Kaum zu glauben. Aber jetzt wird tatsächlich nochmal kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. In aller Ruhe. Ja, normalerweise könnte man sagen, jetzt muss doch mal gut sein nach den ganzen Kontrollprozessen, die wir da während der Produktion durchführen. Aber es arbeiten hier Menschen, wir sind in Manufaktur, wir sind keine Roboter. Die Augen lassen vielleicht irgendwann auch nach und es könnte vielleicht doch noch was durchgegangen sein und das möchten wir damit ausschließen. Aber jetzt ist er fertig, der edle Silberfüller mit Handgravur und Goldfeder. Ein Handwerksprodukt made in Germany, entstanden in Zusammenarbeit mit 8 Unternehmen an verschiedenen Orten in ganz Deutschland. Ein schöner Moment für Stefan Schnirch und seine Mitarbeiter. Also wenn man so ein Produkt anschaut, wo man sich zu Beginn Gedanken gemacht hat, auf der Suche war, was macht man, wie soll das Ganze werden, von der Form, von der Oberfläche und ja, von den ersten Gedanken bis zum Ende hin und man sieht es fix und fertig, verkaufsbereit, vor sich liegen. Das macht einen stolz und es kommt auch so eine innere Zufriedenheit. Wenn es dann perfekt ist und rund. Aber wenn es nicht rund und perfekt wäre, wird es ja dann auch nicht am Ende da liegen.